Es gibt schlechte Nachrichten für alle Hogwarts Legacy-Fans. Es wurde offiziell bestätigt, dass es kein DLC geben wird. Außerdem gab es gestern ein weiteres Update für den PC und der erste richtige Patch für die PS5 kam auch noch raus. Alle Details dazu erfahrt ihr heute in diesem Video, also bleibt dran. Das IGN Game Fest findet gerade statt und dort wurden gerade eine Menge Videos, neues Gameplay, Inhalte und Interviews mit Entwicklern gezeigt. Es gab neues Gameplay zu Jedi Survivor, aber auch Interviews mit den Entwicklern von Hogwarts Legacy. Zu beiden Games werde ich euch übrigens weiterhin hier auf diesem Kanal mit Videos versorgen. Ein Abo lohnt sich hier also definitiv. Auf jeden Fall gab es in einem Interview mit den Entwicklern von Hogwarts Legacy eine Aussage, und zwar, dass es keine Pläne für ein DLC geben wird. Um präzise zu sein, es wurde gesagt, es gibt momentan keine Pläne für ein DLC. Heißt zum einen, es ist nichts ausgeschlossen, heißt aber zum anderen, wenn sie sich doch entschließen, ein DLC zu produzieren, dann wird es nicht vor nächstes Jahr rauskommen. Es sei denn, sie haben schon auf Verdacht ein DLC angefangen zu entwickeln, denn in meinem letzten Video habe ich über die DLC-Einträge in den Spieldateien von Hogwarts Legacy berichtet, die natürlich auf ein DLC schließen lassen. Doch wie seht ihr das? Wird Avalanche sich entschließen, wirklich kein DLC zu produzieren, oder lassen sich diese Chance nicht entgehen? On top gab es gestern noch weitere News, und zwar kam das erste PlayStation 5 Update und ein kleiner Fix für die PC-Version. Link zu den Patch Notes, den findet ihr übrigens in der Beschreibung. Der Collectors Edition Bug wurde dort separat behoben für die Konsolen. Das heißt also, dass die Trophäen, die euch in der Vergangenheit nicht angezeigt wurden, obwohl ihr sie bekommen habt, nun angezeigt werden. Dazu wurden kleinere Performance- und Stability-Probleme behoben und auch generell die Dinge, die in dem ersten Patch, der für die Xbox und für den PC Anfang der Woche rausgehauen wurden, die wurden dort auch behandelt. Um dort einige Dinge nochmal zu nennen, es gab einige Crashes, wenn ihr in bestimmten Bereichen der Welt gespawnt seid, das sollte behoben sein. Außerdem gab es eine Menge Safe-Game-Probleme, die wurden angegriffen, wie ihr seht, einige Sachen auf jeden Fall. Im Performance-Bereich wurde der Fidelity-Modus optimiert und viele andere Dinge. Einige Crashes, die getriggert wurden, wenn ihr einige Welt-Events gestartet habt, die wurden behoben. Wenn ihr im Inventar zum Beispiel Material verändert habt bzw. ausgetauscht habt, ist das Spiel bei einigen gecrashed. Das sollte jetzt auch behoben sein. Und natürlich gibt es noch viel mehr. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr jetzt ein besseres Spiel habt auf der PlayStation 5 oder ob ihr überhaupt Probleme hattet mit der PlayStation 5. Für den PC gab es leider nur kleinere Änderungen. Wir haben einen Fix für ein Safe-Game-Problem bekommen und außerdem wurde die Aufnahme von Fehlern optimiert. Das heißt also, wenn ihr jetzt irgendwie einen Fehler auf der Webseite meldet und das ist wirklich ein sehr spezieller Fehler, der vielleicht nur euch oder 4 anderen Leuten passiert, kann das Team rund um Avalanche die besser filtern und halt schneller bearbeiten und somit auch letztendlich das Spiel schneller bugfrei machen. Was es für den PC noch gibt, ist ein Multiplayer-Modus, zumindest in einer Mod. Ich habe dazu ein Video gemacht und euch alles erklärt, also schaut da gerne mal rein. Auf jeden Fall sehr interessant, vor allem wenn ihr überlegt, dass man dort mit mindestens 10 Spielern gemeinsam spielen kann. Da kann man einige Dinge, glaube ich, gemeinsam unternehmen. Ich bedanke mich aber und wünsche euch einen schönen Tag. Hoffe, ich konnte euch hier mit dem Video was Gutes tun und wir sehen uns dann im nächsten Hogwarts Legacy Video. Bis dahin, ciao!